Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Jedes Jahr finde ich es immer wieder ganz erstaunlich, wie schnell die Zeit zwischen Herbst und Weihnachten vergeht. Nun ist es bald wieder soweit. Und für alle, die noch eine weihnachtliche Überraschung für einen lieben Menschen suchen oder sich einfach selbst gerne in weihnachtliche Stimmung versetzen möchten, kommt heute mein kleines weihnachtliches Motiv. Bevor ich gleich mit dem Malen beginne, noch ein kleiner Hinweis auf unseren öffentlichen Livestream am 10. Dezember. Es gibt ja hier auf dem Kanal gelegentlich Livestreams für die Unterstützer unseres Kanals, aber dieser Livestream, der letzte im Jahr, ist öffentlich und jeder kann mitmachen. Am 10. Dezember malen wir um 19 Uhr gemeinsam dieses schöne Motiv. Ich freue mich, wenn viele von euch mit dabei sind. Am 10. Dezember um 19 Uhr einfach hier den Kanal einschalten und dann könnt ihr direkt live mitmalen oder euch den Film anschauen und später das Motiv malen. Im Chat könnt ihr dann abends direkt eure Fragen stellen. Ich freue mich schon drauf. Für das heutige Bild verwende ich folgende Materialien: Lasurorange von Schminke, Lichter Ocker Alizarin Karmesin von Winsor Newton, Ultramarinblau von der Firma Schminke und Sienna gebrannt von Winsor Newton. Ich arbeite auf gutem Büttenpapier der Firma Arsch, 300 Gramm, und das Format ist ungefähr in Postkartengröße. Ich male mit den Pinseln aus meiner eigenen Pinselkollektion. Das ist hier ein Rotmalerpinsel in der Größe 10 und der Flachpinsel zum Auswaschen der Details. Außerdem verwende ich Maskierflüssigkeit der Firma Schminke. Alle Materialien findet ihr zum Bestellen direkt unter dem Video in der Videobeschreibung. Bevor wir gleich mit dem diesjährigen Weihnachtsmotiv loslegen, zeige ich euch ein paar Beispiele von Weihnachtskarten, die hier auf YouTube in den vergangenen Jahren schon von mir gemalt wurden. Wir richten euch unter dem Video eine Playlist ein, eine Weihnachtsplaylist, und da findet ihr alle Filme, die bisher schon in den vergangenen Jahren zu Weihnachten online gegangen sind, mit den entsprechenden Karten. Das ist nun das Motiv, welches ich für dieses Jahr herausgesucht habe. Das ist ganz spannend, werden wir gleich gemeinsam malen. Hier gießen wir den Hintergrund aufs Papier und dadurch wird dieser Hintergrund so ganz sanft leuchtend und schimmernd. Das Referenzfoto und auch meine erstellte Skizze, so wie sie hier liegt, bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet. Außerdem gibt es auf unserer Unterstützerseite Steady Deine Unterstützung alle Fotos und Skizzen zu den älteren Filmen, die sind dort gesammelt unter der Rubrik Beitrag und können jederzeit angeschaut werden. Den Link zu Steady, falls du auch diesen Kanal hier unterstützen möchtest, findest du in der Videobeschreibung unter dem Video. Zunächst mal radiere ich die starken Bleistiftspuren hier etwas aus. Denn einige Bereiche des Aquarells sollen später hell und leuchtend sein und da möchte ich nicht so viel Graphitspuren dann an dieser Stelle durchscheinen haben. Und dann müssen wir heute die Flamme und den oberen Teil der Kerze mit Maskierflüssigkeit belegen. Ich benutze hier Rubbelkrepp von der Firma Schminke. Diese Maskierflüssigkeit verlinke ich euch unter dem Video in der Videobeschreibung. Zum Auftragen der Maskierflüssigkeit verwende ich immer einen älteren Pinsel. Und ich habe folgenden Trick hier noch für euch: Den Pinsel zunächst mal in der Pinselseife mit ein wenig Wasser hin und her bewegen, sodass er schön eingeseift ist, und dann mit dem feuchten Pinsel in die Maskierflüssigkeit tauchen. So sind die Haare durch diesen Seifenfilm geschützt, und wenn man den Pinsel dann direkt danach mit klarem Wasser auswäscht, dann geht er auch nicht kaputt. Ich maskiere jetzt hier die Flamme und einen Teil der Kerze, der, wie wir ganz gut noch mal auf dem Foto sehen können, später heller als der Hintergrund ist. Hier an dieser Stelle ist die Kerze heller als der Hintergrund und an dieser Stelle hier können wir ganz gut sehen, vor allem hier drüben, ist sie dunkler als der Hintergrund. Da muss ich sie natürlich nicht maskieren, weil sie hier dann mit Farbe auf den ersten Farbauftrag aufgemalt wird.
Diese Maskierflüssigkeit muss jetzt gut durchtrocknen. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde oder wenn man föhnt, geht es schneller. Meine Maskierflüssigkeit ist jetzt gut getrocknet. Ich prüfe das immer hier einmal, indem ich mit dem Finger drauf gehe und wenn nichts mehr kleben bleibt, ist sie auch gut trocken. Und jetzt fange ich an, das Papier mit klarem Wasser sehr gründlich nass zu machen. Das gesamte Papier wird angefeuchtet. Das Schöne an dem Motiv ist ja, dass der Kerzenleuchter mit der Kerze dunkler als der Hintergrund ist, wobei dann die Kerze selbst und die Flamme Bereiche haben, die heller sind. Diese Bereiche habe ich schon maskiert, sodass dann dort die Farbe gar nicht haften kann. Und einige Stellen in der Kerze, die nicht ganz so hell sind, wasche ich dann auch gleich aus der Farbe noch wieder heraus. Mein Blatt liegt jetzt ganz flach und ich beginne jetzt verschiedene Farben in die nasse Fläche einzubringen. Zunächst Cadmiumgelb in einer recht starken Konzentration mit viel Pigment um die Flamme herum. Und nun tropfe ich direkt aus dem Pinsel heraus Lasurorange mit Gelb gemischt und Alizarin Karmesin in das Papier hinein. Auch etwas Sienna gebrannt nehme ich in die Mischung. Hier unten etwas mehr Sienna gebrannt. Jetzt kann ich das Blatt in verschiedene Richtungen drehen und schaukeln und die Farbe wird sich ihren Weg suchen. Die verschiedenen Farben verbinden sich auf dem Papier schön miteinander. Und falls wie jetzt hier ein Tropfen herausläuft, kann ich den absaugen mit dem Tuch oder mit der Pinselspitze und wieder ein bisschen drehen, sodass sich alles schön auf dem Papier verbindet. So, jetzt kommen nochmal Farbtropfen auf das Papier, um die Sache etwas zu intensivieren. Ich nehme auch ein bisschen Lichter-Ocker mit dazu. Dieses mineralische Pigment ist ein bisschen deckender und cremiger, sodass ich jetzt auch dunklere Bereiche noch mit hineinbekomme. Etwas Blau mit zum Sienna gebrannt, gibt auch ein wärmeres, dunkles Braun hier. Und wieder wird gedreht und geschaukelt und eventuell überschüssige Flüssigkeit dann abgenommen. Wenn man mit der Fläche dann einigermaßen zufrieden ist, vollständig kontrollieren lässt sich das nicht. Man muss halt das dann sich an dem erfreuen, was man dann auf dem Papier sieht. Dann nehme ich hier aus dem hellen Bereich der Kerze mit dem angefeuchteten Flachpinsel die Helligkeit heraus. Also ich nehme die Farbe heraus und bekomme dann schon die Kerzenform hier in einer Helligkeit, die aber nicht so strahlend weiß ist wie der obere Bereich, den ich ja maskiert habe. Auch diesen Farbauftrag lassen wir jetzt in Ruhe einmal trocknen. Nicht zu früh föhnen, denn die Pigmente setzen sich hier in einer schönen, spannenden Art voneinander ab. Und wenn ich zu früh mit der heißen Luft da dran gehen würde, würde es flach und langweilig werden. Wenn die Farbe richtig gut getrocknet ist, dann kann man vorsichtig beginnen, die Maskierflüssigkeit abzureiben. In jedem Fall muss die Farbe ganz, ganz trocken sein, sonst schmiert man sich hier Farbe in die weißen Stellen. Und das ist dann ärgerlich. Mit dem Radiergummi entferne ich noch ein paar Bleistiftstriche und dann beginne ich mit der Ausarbeitung des Kerzenständers und der Kerze.
Mit einer Mischung aus Sienna gebrannt, lichter Ocker und auch etwas Alizarin Karmesin male ich jetzt hier oben den Ring. Ich variiere ab und an die Farbe, mische mir eine neue Farbmischung, aber bleibe bei den 3 genannten Farben. Die schattigen Bereiche im Kerzenständer hier unten in der Schale werde ich dann später noch einarbeiten mit einer etwas dunkleren Lasur und ich wasche auch einige Bereiche dann noch hell heraus wieder. Bisschen Ultramarinblau kommt jetzt mit in die Mischung. Und solange wie hier im unteren Bereich dieses kleinen Tellers die Farbe noch feucht ist, füge ich eine Schattenfarbe an, gemischt aus Ultramarinblau und etwas Alizarin Karmesin und setze den Schatten hier direkt an und freue mich immer, wenn dann ein wenig von der Farbigkeit des Objekts, also in diesem Fall des Tellers, mit in den Schatten hineinläuft und dadurch eine schöne Verbindung entsteht. Im Kerzenständer geht es jetzt weiter mit mehr lichter Ocker in der Mischung, aber auch die anderen Farben kommen noch dazu. Der untere Bereich der Kerze ist dunkler als der Hintergrund dahinter. Und jetzt versuche ich mit einer weichen, wässrigen Verblendung hier einen schönen Übergang zu schaffen. Im oberen Bereich hat die Kerze einen ganz leichten gelblichen Farbton und ich setze hier mit viel Wasser das lichte Ocker hinein. Für die Form des Dochtes wasche ich hier zunächst einmal die Farbe ein wenig aus. In den unteren Bereich der Flamme setze ich einen Fleck Violett mit Wasser anlösen. Und dann male ich den Docht mit einem Klecks lichter Ocker, etwas Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Die Flamme möchte ich jetzt gleich noch ein wenig anlösen. Es entsteht ja durch die heiße Kerzenflamme hier und auch durch die Bewegung der Flamme eine gewisse Unschärfe. Und das können wir jetzt hier ganz schön zeigen, indem wir mit dem Auswaschpinsel die harten Kanten ein wenig anlösen. Eine kleine Schattenform kommt hier ins Innere der Kerze hinein. Und jetzt möchte ich noch einige Schattenformen auf dem Kerzenständer selbst eintragen. Hierfür arbeite ich mit einer cremigen Mischung aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Zum Schluss werden ein paar Helligkeiten noch herausgewaschen. Diese feinen Details machen den Kerzenständer jetzt noch ein wenig plastischer.
Ganz zum Schluss noch ganz wenige Glanzpunkte hier auf diesen Griff. Und damit ist mein weihnachtliches Motiv fertig. So, ich hoffe, mein weihnachtliches Motiv hat dir gefallen und du hast Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like oder einen Kommentar. Du kannst unsere Arbeit hier auf YouTube am Kanal auch unterstützen. Vielen Dank an der Stelle an all die lieben Menschen, die das schon tun. Den Link zum Unterstützerbereich findest du unten in der Videobeschreibung. Du kannst auswählen, mit welchem Betrag du diesen Kanal hier monatlich unterstützen möchtest. 2, 5, 10 oder sogar 20 Euro, je nachdem, wie viel es dir wert ist. In den unterschiedlichen Paketen gibt es verschiedene Angebote, zum Beispiel regelmäßige Livestreams hier auf YouTube. Ich freue mich natürlich auch auf jeden Fall, wenn du hier am nächsten Samstag wieder dabei bist, zum völlig kostenlosen nächsten Film rund um die Aquarellmalerei. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.